Hallo zu einer weiteren Folge aus der Reihe Flight Simulation Checklists, heute mit dem Titel Taxi. Für detaillierte Erklärungen zu den einzelnen Checklistenpunkten schaut euch bitte das Tutorial 2 an. Ziel der Checkliste Taxi ist es, das Flugzeug für das bevorstehende Rollen vorzubereiten und bis kurz vor die Startbahn zu führen, so dass es in den nächsten Schritten von dieser abheben kann. Kurz noch zur Ausgangssituation. Wir befinden uns am Köln-Bonner Flughafen auf dem Taxiway A, in der Nähe der Startbahn 14L. Wir sind vom Gate bis zum Taxiway mittels Pushback geschoben worden und stehen nun aufgetankt und beladen in Richtung der naheliegenden Startbahn 14L, welche uns mit dem Abflugweg Nor 7P von Köln-Bonn Clearance zugewiesen wurde. Es ist morgens gegen 9 Uhr lokaler Zeit des Wintermonats Februar. Kurz zum Wetter am Flughafen, welches in unserer Reihe immer aktuell und real in den Simulator eingeladen wird. Es ist exakt 0 Grad, bewölkt ohne Niederschlag und der Luftdruck beträgt 1022 Millibar. Unser Flug findet daher unter Ice Conditions statt. Die Fernsicht liegt bei ca. 4 Kilometer. Das Anti-Eis für die Triebwerke ist aktiviert. Geplant ist weiter, in der Steigphase auch die Anti-Eis für die Wings zu aktivieren. Die Flaps sind auf Position 2 gesetzt und mit einer Pitch-Trimmung von Down 0,6 in das MCDU einprogrammiert worden. Speedbrakes und Spoiler sind deaktiviert. Als erste Maximalgeschwindigkeit ist entsprechend dem Abflugweg Nor 7P und entsprechend der Seat-Chart 250 Knoten und entsprechend der Clearance-Anweisung die erste Zielhöhe mit 9000 Fuß in den Autopiloten voreingestellt worden. Die jetzt anliegende Phase ist das Taxi, wozu wir nun die Checkliste Taxi abarbeiten werden. Checklist Before Taxi completed. Checklist Before Taxi is completed. ECAM Wheel, press to check. Wir überprüfen den Zustand der Reifen über das Multifunktionsdisplay im Modus Wheel. Bugfahrwerk 195 PSI, der Druck. Hauptfahrwerk links 195 rechts. Autobrake auf Max gestellt. Alles ist grün, alles ist stimmig. Keine Unterschiede in den Luftdrücken. Wunderbar. ECAM Wheel is checked. Emergency exit lights on. Overhead Panel. Emergency exit lights auf on. Emergency exit lights are on. Nose lights checked. Taxi. Überprüfen, dass die Bugfahrwerklichter auf Taxi sind. Okay. Nose lights are set to Taxi. Weather Radar on. Wir aktivieren das Wetterradar im Center Panel. Weather Radar is on. Auto Brake checked Max. Center Panel. Auto Brake ist auf Max und A-Skid Nose Wheel Steering ist on. Damit ist das Anti-Blockiersystem auf maximale Bremswirkung aktiviert. Auto Brake is set to Max. Parking Brake checked off. Wir überprüfen die Parkbremse. Die ist auf On. Park brake off. Schalten Sie auf Off. Parking Brake is set to Off. Erster Hinweis in der Checkliste: Contact Ground, Request for Taxi. Es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, Ground für das Request for Taxi zu kontaktieren. DLH123 Alpha Tree 20 is ready for taxi. DLH123 Alpha Tree 20, taxi to runway 14 left. Contact tower on 124.9 when on holding point. Wir bestätigen die Taxi to Freigabe runway 14 zum left. Taxi. Contact tower on 124.9 when on holding point. DLH123 Alpha Tree 20.
Taxi to Runway, Engine Thrust Max 40%, maximal 20 Knoten. Ecam Condition, Air Condition. Press to checked. Adjust. Ecam Condition checked. Pitch trim, check takeoff. Pitch trim is checked to take off. Rudder trim neutral. Rudder trim is neutral. DLH123 Alpha Tree 20, contact tower on 124.907. Have a nice flight. Wir sind jetzt am Haltepunkt angekommen und bestätigen die Groundinformation, dass wir Tower kontaktieren sollen auf 124,97. Contact tower on 124.907. DLH123 Alpha Tree 20. Arbeiten die Checkliste weiter ab. Ecam No Blue checked. Wir überprüfen das Ecam. Keine blaue Information. Ecam No Blue is checked. Checklist complete. Ready before takeoff.